Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir nehmen euch wieder mit durch unseren Alltag. Viel Spaß dabei. Hallo meine Lieben, heute gibt es einen wunderschönen... Das soll ein Zaubertrick sein. Ja, zeig mal. Seht ihr das, wenn ich jetzt so mache? Was hat er gemacht? Das war ein Zaubertrick. Was meinst du denn hier? Und der geht hier hoch. Ich komme nicht klar mit Gimbal. Ja, anschnallen, der Haupt. Anschnallen. Jetzt stabilisiert er, oder? Wenn man gedrückt hält. Nein. Doch, jetzt wackelt er nicht mehr so. Guck. Siehst du? Jetzt mache ich so, er bleibt trotzdem so. Siehst du? Wenn du drauf hältst den Finger. Ich bin das Gesetz! Das hier ausprobieren. Das ist irgendwie so scharfes Seaweed. Also scharfe Nori-Blätter. Ja. Hammer. Das stinkt ja schlimmer wie das Katzenfutter. Wenn ihr mit das essen will. Sieht so aus. Ah, so geht's. Babachan, wir hatten da was gelitten an der Sonne. No. No. Aber die sind so frittiert, ne? Doch, die sind frittiert. I don't like that. Ja, was ich halt nicht mag, ist an diese Dings, dass es immer Palmöl in diese ganzen asiatischen Sachen drin sind. Schmecken tut aber gut. Ja. Das schmeckt sehr fischig. Ja, warum? Was ist doch Fischgeschmack? Ist ja auch Dings, Alge. Die schmecken besser. Also, Spicy Rice Cracker. nee, das hat 4 Kalorien. Ich sag doch, es ist frittiert in Palmöl. Sowas hasse ich, wenn man so ein Palmöl frittiert ist. Das auch. Also frittiert in Palmöl. Mag das nicht. Schmeckt besser. 3:28 Uhr nachts. Zweiter Tag. Heute ist Freitag. Und eigentlich wollte ich die Gardine kürzen, aber ich bin ehrlich, ich habe keine Lust. Die rennt ja nicht weg. Ich muss ja eh noch mal zu Ikea, weiß ich auch nicht, wann ich dahin gehe. Also diese Woche war ein bisschen stressig, ein bisschen terminlastig und so weiter. Deswegen war eigentlich nicht viel los. Aber Miriam hat genervt. Sie will mit ihrer Mutter shoppen. Deswegen gehen wir mal kurz einen kleinen Shopping machen. Also wir hatten jetzt schon vor, was uns zu holen. Wir machen gerne Partnerlooks, ne? Beziehungsweise wer macht wen nach? Ich weiß es nicht mehr mittlerweile. Aber ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen raus. Vor allem die Sonne scheint. Wir haben Schnee. Das erste Mal jetzt, glaube ich, Schnee liegen. Ich hoffe, der bleibt so. Und das ist das schönste Wetter, wenn Schnee ist und Sonne scheint. So schön. Wir haben auch gerade ein bisschen was gefilmt für Instagram und so. Ein bisschen Fotos machen, dieses schöne Wetter genießen. Und ja, jetzt gehen wir mal erstmal los, bevor irgendwie wieder alles dicht macht, zumacht und du gar nichts mehr machen kannst. Also, los geht's.
waren jetzt, wo waren wir jetzt überall? Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, haben wir was gefilmt oder nicht gefilmt? Was haben wir gemacht? Achso, hier ein Taschenschnäppchen gegönnt, die wir uns mit Medium teilen, die Tasche. Dann sagt man, okay, gut. Aber war ein gutes Schnäppchen, weil war reduziert und dann nochmal 20% da drauf. Dann wollte Medium bestimmte Schuhe, haben wir uns beide gegönnt. Dann Rana meinte zu mir letztens, ich soll ihr eine Mom, also diese Mom Jeans Style, ne, meint doch, heißt ja Mom Jeans holen. Habe ich jetzt eine schöne gefunden. Das sollte ihr eigentlich passen. Das ist jetzt auch mittlerweile nämlich viel einfacher für mich, dass ich bei denen auch schon in der Erwachsenenabteilung so 32, kostet 32, XS, S, 34, so passt den. Sollte also passen. Und los. Eine Ewigkeit später. Ich bin wieder zurück. Medium ist gleich weitergezogen. Die ist freitags immer in der Moschee. Dort hat sie immer ihr Treffen, ihr Jugendtreff oder so. Sie ist da, ich bin jetzt zu Hause. Ich warte jetzt auf die Kinder, beziehungsweise fast alle sind da. Adem und Zeynep fehlen noch. Also wir warten jetzt auf Adem und dann nehme ich die 3 Jungs und bringe sie zum Friseur. Denn die brauchen jetzt nur einen Haarschnitt. Wir haben extra die Frisuren lang wachsen lassen. Aber jetzt muss ein bisschen Schnitt rein. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie die dann fresh vom Friseur aussehen. We are the best guy of the world. The Friseur Abdul Muttalib. And this is the Malik Musa. And I am the King Schmahmed. Yes. Warum gucken Sie mich an? Mal die Seiten zeigen. Hallo? Kann bleiben, oder? Frieden mit euren Frisuren? Ja. Ja. Wir haben Spider-Man Nummer 1, Nein. Spider-Man Nummer 2 und Spider-Man Nummer 3. No? Nein? Kein Spider-Man? 100%. Zeig mal seitlich deine Frise. Sehr schön. Zeig mal deine Frise seitlich. Die andere Seite. Sehr schön. Und deine Frise. Jo. Fresh. Fresh and clean. Und ciao. Dritter Tag. Ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was ich zum Abendessen zubereite. Und zwar habe ich, das liegt schon seit Jahren bei mir im Keller, dieser Römertopf. Also so ein Tontopf. Im Türkischen nennt man sowas ja auch Güveç. Das hat dann meistens so eine andere Form. Also kennt man auch aus dem Arabischen oder Türkischen. Das ist jetzt hier ein deutscher Römertopf. Schön mit Wildschweinchen drauf und so. Auf jeden Fall habe ich für mich entdeckt, wenn es schnell gehen muss, vor allem nicht nur, wenn es schnell gehen muss, das schmeckt so lecker, wenn ich Essen drin zubereite. Und zwar, was ich mache, ist einfach, zum Beispiel jetzt ist heute wieder so ein Tag, ich gehe nämlich gleich einkaufen, deswegen mache ich das alles hier rein, tue es in den Ofen, kann in der Zeit einkaufen gehen. Und wenn ich wieder da bin, ist das Essen einfach von alleine fertig und super lecker. Und das Ganze eben, ohne dass ich das vorher anbraten muss. Normalerweise, man müsste schon das Fleisch vorher anbraten, das Gemüse, damit man eben diese Röstaromen, ne, wie ich auch immer sage, mal schön Röstaromen bekommt. Und das ist durch diesen Tontopf gar nicht nötig, weil da entsteht so ein leckerer Geschmack. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich halt einfach an dem Ton oder ich weiß auch nicht. Da entweicht auch nichts, da entsteht so eine eigene Soße und Flüssigkeit und so. Und es schmeckt einfach super lecker. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Rind ist, ich glaube, es ist Lamm. Ich bin mir nicht sicher, hat mir Mann gebracht. Eins von beiden auf jeden Fall. Ihr könnt das Ganze auch vegetarisch, vegan lassen, ohne Fleisch. Ich mache es auch mal mit, mal ohne, diesmal mal mit. Und jetzt, wie gesagt, einfach Gemüsereste. Denn es sind so die Reste. Und jetzt gehe ich nochmal Frisches einkaufen. Ich habe hier einmal ein bisschen Spitzkohl. Dann Zwiebel, Knoblauch sowieso kommt rein. Dann habe ich ein bisschen Paprika.
Chilis, Zucchini, Aubergine, Süßkartoffeln und Karotten. Und das Ganze würfle ich grob, tue alles in eine Schüssel. Also wenn ihr nicht so eine große Portion habt, könnt ihr es gleich da rein tun. Aber ich will das Ganze nochmal umrühren und schön würzen mit Tomatenmark. Kommt rein und eben ein paar Gewürze, zeige ich euch gleich. Und dann wird das alles schön durchgeknetet und kommt dann direkt in den Römertopf. Einfach in den Backofen. Einfach drin lassen, damit passiert gar nichts und es wird so lecker. Zeige ich euch danach, wie das aussieht. Hier alles grob gewürfelt, dann habe ich dieses Tomaten-Paprikamark drin, Knoblauch gepresst und dann Gewürze. Da könnt ihr würzen, wie ihr eigentlich mögt. Bei mir ist halt Standard Salz, Pfeffer. Chili hatte ich ja jetzt frische drin, Gemüsebrühe und ihr wisst ja mein Lieblingsgewürz, Ras El Hanout. Diese Gewürzmischung, die orientalische, das schmeckt sehr, sehr lecker. Und jetzt, es sieht auch viel aus und das sieht sehr klein aus. Ich dachte auch erstmal, oh nein, ich kriege da nichts rein. Aber ich quetsche das Ganze sehr gut hier, beziehungsweise ich lasse ja hier so einen kleinen Berg. Und trotzdem ist es super. Also passt halt alles rein. Obwohl es so klein aussah. Und ich dachte erstmal so, nein, die Portion passt nicht rein. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh. Und wenn das fertig ist, ist es so köstlich. Yum, 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 yum. Ihr braucht auch keine Flüssigkeit. Das ist nämlich das Tolle daran. Das gart erstens super schnell in diesen Römertopf. Normalerweise würde das Stunden dauern. Und es entweicht keine Flüssigkeit. Ich tue halt immer noch mal so ein Backpapier noch mal drauf. So. Und dann kommt der Deckel nämlich oben drauf. So. Und so kommt das Ganze dann in den Backofen. So. Nee, den putze ich morgen. Morgen versprochen. Morgen wird der Backofen geputzt. So. Und jetzt kann das so 1 Stunde, 2 Stunden im Backofen kochen. So sieht jetzt das fertige Gericht aus. Ist alles so schön weich geschmort. Und hier der eigene Saft, das Fleisch fällt auseinander. Yummy. Ich habe meine Kamera wieder. Ich habe meine Kamera abgeholt. Und ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich habe nur kurz mal geguckt. Ich glaube, es ist wieder alles gut. Inshallah, ich hoffe es wirklich. Denn mit dem Smartphone kann man zwar auch schöne Aufnahmen machen, so in 4K, aber es ist dann immer ein bisschen anstrengender. Vor allem, weil die Speicher dann sehr groß ist in 4K und so weiter. Aber was ich mit euch besprechen wollte, bevor ich es nämlich vergesse, weil auch ganz viele hier immer unter den Kommentaren gefragt haben, endlich wird das, was vor fast 2 Jahren jetzt, also nicht letzten, sondern vorletzten Sommer, also Sommerferien 2020, wurde ja bei uns gedreht. Wir hatten ja insgesamt, ich glaube, waren das 5 oder 7 Drehtage? Warte, nee, das waren 7 Drehtage. 5 davon waren im Urlaub und 2 zu Hause, genau so war das. Und das Ganze wird auf Vox ausgestrahlt und zwar einmal am 18.02., also es ist ein Freitag, 20:15 Uhr. Auf Vox. Dann die nächste Folge wieder am 25.02. 20:15 Uhr auch und dann wieder der folgende Freitag da drauf, der 4. März dann, 4.3. auch wieder 20:15 Uhr. Also es sind 3 Doku-Folgen. Wir sind halt nicht die einzige Familie, wir sind da ja die einzige Familie mit Sechslingen, aber da sind ja auch noch andere Familien dabei und wir sind dann in allen 3 Folgen, habe ich nämlich auch gefragt, weil ich dachte, da sind wir jetzt vielleicht nur in einer Folge drin, aber nee, das Ganze ist an den 3 TV-Folgen dann, ja, und ich bin gespannt, gut, dass es ein Freitag ist, können wir mit den Kindern nämlich gucken. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze geworden ist, man weiß das ja selber nicht so, ne, man hat das ja nicht so in der Hand, was dann letztendlich so von den ganzen Aufnahmen benutzt wird. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Es war auf jeden Fall spaßig und interessant. Von daher, ja, werden wir sehen. So, dann war, glaube ich, noch irgendwas. Was war denn noch? Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ja, bevor ich es vergesse, ich habe nämlich jetzt geguckt, wir haben heute Samstag. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall Samstag. Eigentlich würde dieser Vlog, würdet ihr morgen sehen, aber ich glaube, ich verschiebe den auf Montag. Das heißt, wenn ihr den seht, ist wahrscheinlich Montag. Denn ich habe echt nicht viel gevloggt diese Woche. Es war ein bisschen, ja, viel zu tun. Und ja, es ist immer so stressig. Ich bin heute Morgen auch aufgestanden. Ich habe 3,5 Stunden Putzmarathon hinter mir. Jetzt tut mein Handgelenk richtig weh. Ja, und das ist dann immer schwer. Ja, ich würde es auch gerne so mitfilmen, aber es ist oft immer so, müsst immer bedenken, alles immer mitzufilmen, ist immer noch so eine extra Arbeit, nimmt immer extra viel Zeit. Und ich musste halt einfach so ein bisschen putzen, was die Woche liegen geblieben ist. Ich habe wieder viel Wäsche.
Aber wir haben ja jetzt offiziell hier in Berlin eine Woche Winterferien. Und leider Gottes haben wir sehr schlechtes Wetter hier. Es ist sehr dunkel, sehr regnerisch, überhaupt nicht schön. Wir haben keinen Schnee, gar nichts. Denn ein Tag, was da Schnee lag, war wirklich nur ein Tag. Am nächsten Tag hat es geregnet und da war der weg. War auch nicht viel. Aber schade, dass wir mit den Kindern nicht irgendwie Schlitten fahren können oder sowas. Ja, aber weil ich jetzt geguckt habe, Berdim hat nämlich geschnitten bis jetzt und wir haben irgendwie gerade mal 9 Minuten Videomaterial zusammen. Ja, dachte ich schau mal, dass ich euch jetzt vielleicht heute noch ein bisschen und morgen noch ein bisschen mitnehme. Und dann kriegt er ein bisschen längeren Vlog, dann dafür aber am Montag. Und jetzt die Woche eben sind die Kinder zu Hause. Da versuche ich jetzt so gut ich kann, was mit denen zu unternehmen. Es ist ja ein bisschen schwer. Einerseits eben wetterbedingt und natürlich Hauptproblem ist halt eben, ja, Corona. Und ich habe nämlich zum Beispiel 1, 2 Sachen schon geguckt und da ist einfach halt wegen Corona sind die Sachen entweder geschlossen oder die machen das Ganze dann online oder solche Sachen. Und ja, ist halt sehr schade. Ich muss mal gucken. Falls ihr Ideen habt, auch falls ihr aus Berlin seid, schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare, ja, was ihr so jetzt mit euren Kindern machen werdet oder was man gut machen kann. Sehr gerne. Und ansonsten werde ich mit den Kindern ja, was ich letzte Woche schon angekündigt habe, so ein kleines Q&A-Video machen. Das heißt, diesmal könnt ihr Fragen an die Kinder stellen, sei es irgendwie nur an die Kinder, sei es irgendwie an die Jungs, Mädchen oder speziell irgendein bestimmtes Kind. Dann schreibt gerne das in die Kommentare. Dann werde ich das nämlich jetzt die Tage zusammen mit den Kindern abfilmen. Ich habe die schon gefragt, die haben Lust drauf. Machen wir das Ganze. Und ja, ansonsten immer gerne kommentieren, sagen, was ihr so für Videowünsche habt. Ihr könnt mir auch gerne sagen, ich würde gerne auch mit Medium öfters solche, ja, ich weiß nicht, wenn ihr so sagt, ja, teste mal das und das, irgendwie ein bestimmtes Produkt oder so. Oder ihr sagt, wir sollen irgendwas ausprobieren. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind da sehr offen für. Gerade auch so in der Woche ein bisschen Inspiration brauche ich, weil manchmal stehe ich so auf dem Schlauch. Ich mache mir zwar immer so Notizen, was ich denn noch alles für euch abfilmen möchte. Ich habe auch, ich weiß, ich habe ein paar versprochen, dass ich ein Kopftuch-Tutorial, also ein Hijab-Tutorial mache. Ich werde es inshallah für nächste Woche mal einplanen. Ansonsten sind hier meine Notizen. Was habe ich mir denn hier so notiert? Ich mache mir mal so ein bisschen Videoideen. Was haben wir denn? Ja, ich will auch gerne so Rezepte abfilmen. Ach, ich weiß dann immer, ich stelle da mal auf und dann weiß ich mal nicht, was ich machen soll. Soll ich euch Rezepte abfilmen? Alltag und so weiter. Naja, gut, wir werden sehen. Also, ja. Jetzt steht nichts mehr an. Ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit geputzt, Hausarbeit gemacht. Jetzt muss ich nur ganz kurz zur Drogerie flitzen. Ich glaube, wir fahren zu DM einmal und kurz noch was einkaufen. Also ganz, ganz schnell. Ich brauche nur ein paar Haushaltsartikel und ein bisschen was fürs Wochenende. Ein bisschen frisches Gemüse, frisches Obst. Und ich glaube, nächste Woche mache ich ein bisschen größeren Einkauf in Ruhe. Es nimmt alles so viel Zeit. Der Tag rennt einfach viel zu schnell. Nun gut, los geht's. Boah, sind es richtig geschwollen. Nee, was hast du gemacht? Kühlkissen? Ja. Kühlpack. Aber kannst wieder normal laufen? Nein. Nee? Ah ne, guck jetzt, danke. Ja, gucken. Willst du mal sagen, was mit deinem Fuß überhaupt ist? Nein, es Wenn du geht schon so. deinen dicken Fuß zeigst? Was hast du gemacht? Erzähl mal. Ich habe so, Dunking, und dann habe ich Backflip gemacht und dann bin ich auf Fuß gelandet. Ich zeig euch, wie das geht. Ja. Hier, Papa hat den einen kleinen Mini-Basketballkorb für zu Hause geholt. Habt ihr nur einen Ball? Ja, leider. Aber kann man eher kaufen. Ja, und jetzt zeige ich dir. Danke. Und ja, wenn schlechtes Wetter ist, aktuell ist ja Regen, können die wenigstens hier drinnen Basketball spielen. Guck mal her. Ich will nicht wissen, wie die Wand nach kürzester Zeit dann aussieht. Wir müssen noch mal bauen, wegen dem das die ganze Zeit abgeht. Geht ab? Also, nein, der wackelt so hier, guck. Der ist so oben angerannt. Können wir mit Klebeband oder so? Nee, wir bauen den an. Hier ist Doppelseitiges Klebeband. Ist gut? Zufrieden? zufrieden. 3 Tage später. So, Hallöchen. Heute ist Dienstag. Dienstag, ne? Dienstag, der 1. Februar, und zwar der World Hijab Day, also der Welt-Hijab-Tag. Der wurde ja vor ein paar Jahren gegründet. Sehr schön. Und deswegen haben wir uns einen Mädelstag gegönnt heute. Ich habe leider jetzt erst angefangen zu vloggen, weil es war sehr stressig. Draußen Sturm, Regen ohne Ende. Ja, hier haben wir noch unsere Buttons. Ja. Ja, auf jeden Fall waren wir jetzt unterwegs. Es hat furchtbar geregnet, furchtbar kalt, windig. Wir sind erfroren. Deswegen sind wir dann hier im Center gelandet, haben wir uns einen Bubble Tea gegönnt. Und ja, jetzt wollen wir noch ins Kino gehen. Haben wir noch eine Stunde Zeit. Gucken wir einen türkischen Film, der heißt Eren. Wir haben gehört, der soll sehr gut sein.
Deswegen werden wir den gucken. Wir sind ja jetzt in den Winterferien hier in Berlin, eine Woche. Wetter ist wie gesagt katastrophal. Wir haben jetzt für Freitag haben wir zwar Schlittschuhen gebucht. Ich hoffe, da wird es nicht regnen, so wie heute. Wir haben echt... Nicht so wie den Film im Kino. Wir waren sehr lange nicht im Kino. Denn es ist ja immer ein teures Vergnügen. Warte, was haben wir jetzt bezahlt? 54 für die Tickets und 30 Essen macht 84 Euro. Und wir sind nur zu 6, ne? Ja, und hier ist aber auch noch ein bisschen günstiger, ne? Das andere Kino, wo es ein bisschen gemütlicher ist zum Sitzen, ist ja auch ein bisschen teurer, ne? Aber ja, ich noch auf dem letzten Drücker. Wir haben noch 10 Minuten. Ich muss noch ein Bild bearbeiten, was ich für Instagram noch posten muss. Also, erstmal. Hallo. Sie? Wir sind raus aus dem Kino. Ich habe meine Tränen getrocknet. Eine kleine Filmempfehlung für euch. Wir haben den Film İki Varsın Eren geguckt. Das ist ein türkischer Film, aber es ist mit deutschem Untertitel. Und das war sehr emotional. Sehr, sehr emotional. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Also lange nicht mehr so doll geweint. Und Papa holt uns jetzt ab. Hallo? Und wie fandet ihr den Film? Ihr habt nicht geweint? Ihr Emotionslosen? Zeynep hat geweint? Zeynep hat nicht geweint? Nein? War nicht traurig genug? Du hast die Emotion nicht verstanden. Esma? Hat auch nicht geweint? Hm? Das war traurig, aber ich habe nicht geweint. Merdim hat richtig geweint. So. Wow! Du kannst hier heulen! Taxi! Taxi! Ja? Ja! Das schneidest du auch raus. Zeig mal meinen Einkauf hier. Mach mal die Tüte auf. Zeig mal deinen Einkauf. Hier, ich habe gekauft Frauenbalance-Tee. Dann haben wir hier von Bioderma. Ah, okay, Taxi ist da. Gut, den Rest zeige ich zu Hause. Taxi! Ah, hier. Hallo! Zeig mal her. Eine Lieferung aus der Türkei. Ist das alles von Mutti? Ja. Ja, der Freund meines Mannes war in der Türkei. Und Schwiegermama hat wieder Leckereien mitgeschickt. Und zwar einmal Rosinen. 5-Sterne-Qualität. Jetzt nur für 100,44 Euro. Das hat mich nicht fokussiert. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Ein bisschen Schokolade, Kekse, Pistazien, Haselnüsse, Bohnen, noch mehr Bohnen. Ah, und Die Schokolade für leckersten euch. sind... Oh, die sieht lecker aus. Alle sind lecker, alle. Schön. Den hast du vergessen. Was ist das denn? Was? Halvella? Tahin? Helva. Ach so, nee, das ist aber Tahin-Creme. Helva zum Schmieren. Ach, Helva zum Schmieren. Ach so, das kenne ich ja gar nicht. Helva zum Schmieren. Ah, Schmeckt ein bisschen so wie Dings. hast du schon probiert? Ja, wie so Bueno. Cool. Interessant. So, und dann hier, die Jungs sind schon vorgekleidet. Türkische Nike-Sachen. Gute Qualität. Gute Qualität. Ja, schön. Aber sieht nice aus. Das ist doch XL. Warum passt es dir nicht? Zeig her. Alles hat S und ist größer. Hä? Ja. Naja, okay. Das fällt ein bisschen klein aus. Geht aber. Ist die Hose zu kurz? Aber ich finde, das ist nicht zu klein. So, ich zeige euch mal kurz hier einmal Apotheken-Einkauf und einmal war ich bei Douglas. Habe mir diese Wimperntusche gekauft, weil ich hatte davon eine kleine Probe und ich fand die jetzt richtig super. Normalerweise kaufe ich ungern so teure Wimperntuschen. Und dann habe ich in der Apotheke einmal Lippenpflege von Eucerin, einmal von Bioderma, so ein Feuchtigkeitsserum. Dann von Eucerin einmal eine Tagespflege mit dem Sonnenschutz 30. Jetzt für Winter reicht mir Sonnenschutz 30. Und dann hier eine große Pulle von dem Reiniger hier.
Mit Salicylsäure, den mag ich ganz gerne. Und das ist für die Mädchen. Oh, für die Erstmal Mädels. ein Weiß. Ein weißes. Oh, das ist auch schön. Lang mit Reißverschluss und Taschen. Das ist ja toll. Hast eine Hose dazu? Schön. Mit den Streifen. Ach, das ist so witzig. Früher hatten wir immer solche Sachen dann aus Polen und dann waren da zum Beispiel statt 3 Streifen, waren dann da 4 Streifen. Oder 2 Streifen oder sowas. Das ist jetzt das gleiche für die Mädchen, nur in schwarz. In schwarz, auch sehr schön. Super. Toll. Das ist eine S? Dann Ja, noch das die ist auch schwarze die. dazu. Also ja, die Hosen sind dann alle schwarz. Also 2. Also was haben wir denn? 2-mal weiß und 2-mal schwarz, ne? Adidas. So, meine Lieben, das war's mit dem Vlog für diese Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Da wir uns ja in den Ferien befinden, würde ich als nächstes das Q&A mit den Kids abfilmen. Deswegen könnt ihr jetzt hier unter den Kommentaren Fragen stellen, sei es nur an die Kinder, sei es nur an die Mädchen, an die Jungs oder ein bestimmtes Kind, dann schreibt es in die Kommentare und wir beantworten eure Fragen. Das würde mich freuen. Würden uns auch über eure Unterstützung freuen in Form von einem Daumen nach oben. Hier kommt ihr zu den letzten beiden Videos. Schaut da gerne vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und aktiviert auf jeden Fall auch die Benachrichtigungsglocke, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.